Ich werde dir heute beweisen, dass du seit Jahren als Gärtner von der Torfindustrie betrogen wirst. 1,5 Milliarden Euro. Das werfen wir Gärtner jedes Jahr für neue Blumenerde raus. Völlig sinnlos. Weil diese Erde nach einer Saison genauso tot ist wie vorher. Ich habe das mal runtergerechnet. Das sind 75 € pro Hochbeet jedes Jahr. Dabei rechne ich nur mit dem Standardhochbeet von ungefähr 2 Quadratmetern Beetfläche. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass du mit 36 Cent das gleiche Ergebnis erzielen kannst? Klingt nach einem Märchen, ist es aber nicht. Es ist 40 Jahre altes Wissen, das die Hobbygärtnerbranche vergessen hat, weil es für die einfach unrentabel ist. Aber lasst uns mal ehrlich sein. Meistens sind es diese 3 Gründe, weshalb wir neue Erde kaufen. Erstens, die Erde im Beet ist zusammengesackt. Ist zwar ein normaler und sogar wünschenswerter Prozess, aber ist halt dann blöd zum Pflanzen und Ernten. Zweitens, die Nährstoffe sind weg. Unsere Ernte, die wir jede Saison aus dem Beet nach Hause bringen, besteht ja nicht aus Luft und Liebe. Das sind alles Nährstoffe, die in der nächsten Saison den Pflanzen einfach fehlen werden. Und drittens, wir haben des Öfteren mal Panik vor Pflanzenkrankheiten. In der letzten Saison waren vielleicht die Gurken voll Mehltau oder die Tomaten hatten Braunfäule. Logisch, dass man als erstes in den Laden rennt und sich Erde kauft, um das alles abzudecken. Alle 3 Probleme sind real. Allerdings sind auch alle 3 anders lösbar. Und zwar mit einer Methode, die so wirkungsvoll ist, dass sie die gesamte Torfindustrie bedrohen wird, wenn dieses Video viral geht. Also, in den nächsten 20 Minuten zeige ich dir 3 Dinge. Zuerst erkläre ich dir, warum die sogenannte 2-Joker-Methode, das ist die Methode, von der wir heute sprechen werden, wie ein Tandem für die nächste Saison funktioniert. Egal, ob du im Kübelgarten, im Gewächshaus oder im Hochbeet gärtnerst. Und dann schauen wir uns die beiden Joker ganz genau an. Was ist das und wie geht man damit um? Und zum Schluss zeige ich dir, wie du mit einem simplen Chemietrick, natürlich, bei mir geht es immer um Chemie, die Kosten für den zweiten Joker auf ein Minimum senken kannst. Aber zuerst kurz zur Vorgeschichte der 2-Joker-Methode. In den 1980ern hatte ein Team von Bodenforschern eine Entdeckung gemacht, die einiges in der Landwirtschaft verändert hat. Sie fanden heraus, Pflanzen investieren bis zu 50% ihrer gesamten Photosyntheseenergie in ihre Wurzeln. Also fast die Hälfte und teilweise sogar mehr. Warum? Um durch Wurzelexudate, also Wurzelausscheidungen, gezielt die richtigen Mikroorganismen anzulocken. Stell dir das mal so vor. Deine Pflanze betreibt den exklusivsten Untergrundclub der Nachbarschaft, direkt unter der Erde. Und in diesem Club gibt es eine ganz besondere Währung. Über die Wurzeln, also die Bar, gibt die Pflanze maßgeschneiderte Drinks aus. Cocktails aus Zucker, Aminosäure, phenolischen Verbindungen und diversen anderen Elementen. Und mit diesen Cocktails lockt sie nicht irgendwen an, sondern die absolute Creme de la Creme der Mikroorganismenszene. Das sind echte Spezialisten. Die Security, eine Mikrobentruppe, die im Gegenzug die Pflanze vor Eindringlingen und Krankheiten schützt. Die Dealer, also die Spezialisten, die seltene Nährstoffe wie Phosphor, Kalium aus dem Gestein knacken und der Pflanze auf dem Silbertablett servieren. Und da wären dann noch die Architekten, diejenigen, die den Club immer weiter ausbauen, Gänge graben und für eine perfekte Bodenstruktur sorgen, damit immer genug Luft und Wasser im Club vorhanden ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Aber hier kommt der Knackpunkt, der uns Gärtner direkt betrifft. Was passiert am Ende der Saison? Wir reißen die alten Pflanzen meistens mit der Wurzel raus und damit reißen wir den kompletten Club ein. Der Betreiber, also die Pflanze, ist dann weg, die Bar ist geschlossen, die ganze Infrastruktur bricht komplett zusammen. Die exklusive Szene, die Security, die Dealer, die Architekten, alle sind über Nacht obdachlos und sterben bald vor Hunger.
Irgendwann kommt dann der Frühling und wir schütten fleißig neue Erde ins Beet. Das ist so, als würdest du an die Stelle deines legendären Clubs einen Parkplatz bauen. Im schlimmsten Fall ist die Erde aber nicht nur leblos, sondern bringt ihre eigenen Probleme mit. Gekaufte Substrate sind oft mit den Eiern von Schädlingen wie Trauermücken und Tripsen belastet. Sobald du deine neue Setzlinge einpflanzt, schlüpfen deren Larven im Beet und machen sich direkt über die frischen, empfindlichen Wurzeln deiner Jungpflanzen her. Und falls du jetzt denkst, ach, der Frost im Winter würde dieses Problem schon lösen, leider ein Trugschluss. Die Larven überwintern bestens geschützt in tiefen Bodenschichten und warten nur auf ihre Chance im Frühling. Wir zerstören also jedes Jahr vorsätzlich ein System, das seit 450 Millionen Jahren die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt. Und zahlen dafür auch noch 75 € pro Hochbeet. Das ist irre. Was ist also meine Vorgehensweise, um über 99% der Kosten pro Quadratmeter Beetfläche einzusparen? Das ist einfacher, als du denkst. Bevor ich allerdings tiefer in die Materie einsteige, bleib entspannt. Alles, was ich heute in diesem Video sagen werde, bekommst du kostenlos in Schriftform. Der Link zu der schriftlichen Anleitung inklusive aller Tabellen, Hinweise, alles drum und dran ist in der Videobeschreibung. Warum ich das kostenlos verteile? Ja, weil ich will, dass das funktioniert. Für dich, für deinen Garten, für unsere Mutter Natur. Mua. Ich hoffe, das Video wird nicht gelöscht, weil das, was ich dir gleich zeigen werde, wird milliardenschwere Torfindustrie super sauer auf mich machen. Warum? Weil es ihre Existenz bedroht. Ich meine, 1,5 Milliarden €, hallo? Aber zurück zum Thema. Lasst uns anfangen. Zuerst müssen wir den Volumenschwund irgendwie ausgleichen. Ich mische alte, sogenannte verbrauchte Erde aus Blumentöpfen, Hochbeeten oder im Gewächshaus auch, also im Prinzip die oberste Schicht im Beet, mit organischen Materialien, die das Volumen und den Nährstoffgehalt wieder erhöhen. Das sind alles circa Angaben, ne? Also ungefähr 30 Liter Erde, das sind ungefähr 60% der finalen Mischung, dann 5 Liter getrockneter Hühnermist oder eine andere Stickstoffquelle, das sind etwa 10% der fertigen Mischung, dann 5 Liter zerkleinerten Küchenreste, auch so circa 10% der fertigen Mischung, und 5 Liter Sägespäne, das ist unser Kohlenstofflieferant. 5 Liter Moos aus deinem Garten oder notfalls Perlite kannst du hinzufügen. Und jetzt kommt meine 2-Joker-Methode ins Spiel. Spätestens Ende September oder Anfang Oktober bringe ich meinen ersten Joker, den Gründünger, aus. Der Gründünger gibt uns neue Wurzeln im Beet, die nützlichen Mikroorganismen anziehen und mit den nötigen Cocktails versorgen werden. Warum im Herbst? Weil die Bodentemperatur noch über 12 Grad liegt und die Lufttemperatur schon manchmal unter 15 Grad fällt. Das ist die goldene Zeit für die Wurzelexudate, kann man so sagen. Sobald deine Gründüngerpflanzen gekeimt haben, werden sie massiv in den Boden Zucker pumpen, damit die hungrigen Mikroorganismen anlocken und mit ihnen eine Symbiose eingehen und die ganze Biomasse, die wir in die alte Erde eingeführt haben, effektiv zersetzen. Sogar noch bei 8 Grad kalter Erde zerlegt dieses symbiotische Muskelpaket aus Gründünger und nützlichen Mikroorganismen deine organischen Materialien, bauen Humuskomplexe auf und erschaffen ein unterirdisches Netzwerk, mit dem deine Jungpflanzen in der Folgesaison nie wieder hungern werden. Die meisten Gärtner kennen leider nur Fazela als Gründünger. Ja, Fazela ist tatsächlich ein Allrounder, könnte man sagen. Die Aussaat im Freiland funktioniert von März bis Oktober, keimt grundsätzlich schon bei 8 Grad Celsius. Ihre Wurzelexudate locken besonders die Phosphatmobilisierer wie Bacillus megatherium zum Beispiel an. Fazela ist wie ein Magnet für Mikroorganismen, die deine Pflanzen mundgerecht servieren, und sie ist fast für alle Beetarten geeignet, vor allem für Kübelgärten.
Aber die wenigsten Gärtner wissen, dass auch Buchweizen zum Beispiel als Gründünger eingesetzt werden kann. Buchweizen ist der absolute Turbo-Gründünger. Er braucht mindestens 10 Grad zum Keimen und nur 6 Wochen, um seine Arbeit im Beet zu erledigen. Perfekt für Kübel und Hochbeete. Seine Wurzelexudate enthalten Oxalsäure, ein natürliches Lösungsmittel für Eisen und andere Spurenelemente, die in der alten Erde noch enthalten sind. Aber auch Sommerwicke ist ein super Gründüngerkandidat. Sommerwicke ist wie ein Stickstoffmotor, der schon bei 8 Grad Celsius in die Gänge kommt, und als Leguminose zapft sie den kostenlosen Luftstickstoff an sozusagen. Und ihre Wurzelexudate fördern speziell die stickstofffixierenden Bakterien, die den Motor am Laufen halten. Und dann wäre da noch der Hafer. Hafer ist so der typische Strukturverbesserer, der schon bei plus 2 Grad keimt. Für Gewächshäuser ist der Hafer perfekt, weil seine tiefe Wurzeln mit Leichtigkeit verdichtete Schichten wie ein biologischer Spaten durchlöchert. Und seine Wurzelexudate werden auch bei niedrigen Temperaturen noch in großen Mengen ausgeschieden. Pure Energie für die Mikroorganismen. Zusammen mit den Haferwurzeln machen sie deine Erde krümelig und luftig. Jetzt kommen wir zum zweiten Joker. Die nützlichen und die richtigen Mikroorganismen. Hier wird's richtig spannend. Du brauchst ein Spezialistenteam, das im begrenzten Volumen, also zum Beispiel im großen Kübel oder im Hochbeet, genauso wirkungsvoll ist wie im Freiland. Jeder Mikroorganismus hat seinen Job. Zum Beispiel Azotobacter crococcum, dein Stickstofflieferant. Dieser Bursche holt bis zu 60 Kilogramm Stickstoff pro Jahr aus der Luft kostenlos und füttert Pflanzen damit. Dabei produziert er Wachstumshormone wie ein kleiner Dopingtrainer für deine Tomaten. Bacillus subtilis, dein Bodyguard, produziert natürliche Antibiotika gegen Grauschimmel, Mehltau und andere Pflanzenkrankheiten. Gleichzeitig baut er Biofilme auf, die 43% mehr Wasser im Boden speichern können. Die Pflanzen werden also nie verdursten. Trichoderma hazianum, dein Schädlingsjäger, dieser Pilz ist wie ein Haifisch unter den Mikroorganismen. Er wittert krankmachende Pilze, wächst auf sie zu und umschlingt sie und verdaut sie lebendig, brutal effektiv. Dann gäbe es da noch das Bakterium Bacillus megatherium phosphaticum, dein Phosphorknacker. Kann unlösliche Phosphate aus dem Gestein herausholen, verwandelt wertlose Mineralien in Pflanzenfutter, wie ein Tresorknacker für Nährstoffe. Dann mein Lieblingsbakterium Pseudomonas fluorescens, dein kälteresistenter Leibwächter. Dieser Bakteriumspezialist arbeitet wie ein Geheimagent in der Rhizosphäre. Er produziert nicht nur ein Arsenal verschiedener Antibiotika, sondern ist auch Meister in der Tarnung. Er besetzt die gleichen Nischen wie die schädlichen Bakterien und Pilze, nur halt schneller. Während die meisten Bakterien bei unter 10 Grad in den Winterschlaf gehen, läuft Pseudomonas fluorescens bei 4 bis 15 Grad Bodentemperatur zu Hochform auf. Perfekt für unseren deutschen Winter. Und das Geilste ist, du musst nur mal in den Buchenwald gehen und vorsichtig an den Wurzeln einer gesunden Buche graben. Diese dunkle, krümelige Erde ist voller Pseudomonas fluorescens. Buchenwurzeln scheiden massive Flavonoide aus, das Lieblingsfutter dieses Bakteriums. Gleiches gilt auch für Birken mit ihren phenolreichen Wurzelexudaten. Noch vor 2 Jahren hätte ich dir gesagt, hol dir einen Esslöffel dieser Walderde, mische sie 1:10 mit Wasser, lass es ziehen und fertig ist dein Pseudomonas-Cocktail. Kostenlos aus dem Wald. Aber seien wir mal ehrlich, wer von uns hat heute noch wirklich Zeit, jedes Jahr in den Buchenwald zu marschieren und Bakterien auszugraben und dann auch noch zu hoffen, dass die richtigen Mikroorganismen und keine Krankheitserreger oder Schädlinge da drin sind? Heutzutage muss ich keine Erde aus dem Wald ins Haus schleppen, um meine alte Erde in die perfekte Erde zu verwandeln.
Auf dem deutschen Online-Markt gibt es mittlerweile einen Anbieter, der diese Mikroorganismen-Teams in vernünftigen Kombinationen anbietet. Jetzt höre ich schon meine Mutter sagen, aber Mikroorganismen sind ja so teuer. Da kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, nein, sind sie nicht, wenn man sie mit Köpfchen anwendet. Einige Mikroorganismenprodukte kann man nämlich sehr einfach strecken. Aber vorher ist wichtig zu checken, wie viel lebendes Material im Produkt enthalten ist. So ein 30 Gramm Päckchen von Mycofriend kostet etwas über 20 € und reicht für circa 10 Hochbeete. Das klingt immer noch teuer im Vergleich zu 36 Cent Lösung, die ich ja am Anfang versprochen habe, nicht wahr? Hier kommt der Mikrokohle-Trick ins Spiel. Mit einem Becher selbstgemachter Mikrokohle streckt ihr das 23-€ Päckchen auf 150 Hochbeete. Das sind 15 Cent pro Hochbeet. Das ist Wahnsinn, oder? Und für meine Zuschauer geht es noch günstiger. Die Originalprodukte von Let's Grow bekommt ihr mit dem Rabattcode LIO15 um 15% reduziert. So wird die Methode noch erschwinglicher. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Mit einem 20-€ Päckchen ersetzt ihr Substrat plus Dünger im Wert von über 200 € pro Jahr. Kein Wunder, dass die Torfabbaulobby nervös wird. Ihr System wird zusammenbrechen, wenn dieses Video viral geht. Ja, eine Do-it-yourself-Pflanzenkohle aus einer Blechdose macht Mikroorganismen tatsächlich mehr als bezahlbar. Und das geht super easy. Nimm eine Blechdose, zum Beispiel eine alte Keksdose ohne Plastik, füll sie mit Sägespänen, Eierschalen, Hackschnitzeln und getrockneter Kleintiermist. Verschließe sie und leg sie zusammen mit den Holzscheiten in den Kamin, Grillofen oder Backofen mit Pyrolysefunktion. Die Pyrolyse verwandelt das organische Material in der Blechdose in hochporöse Pflanzenkohle. Diese Mikrokohle hat eine Oberfläche von mehreren hundert Quadratkilometer pro Gramm. Jede Pore ist ein Luxushotel für Mikroorganismen, geschützt vor Austrocknung, vor Fressfeinden, mit perfekter Belüftung und direktem Zugang zu Nährstoffen. Wie ein 5-Sterne-Resort mit Mikroben. Mischt einen Teelöffel Mycofriend, 2 Esslöffel Phytobacter oder genauso viel Ecostern mit einem Glas Mikrokohle und ihr habt eure Mikroorganismenbasis gestreckt. Das Ganze funktioniert nur deswegen, weil die Produkte von Let's Grow Biogarden eine so unglaublich hohe Dichte an lebenden Zellen haben. Mycofriend zum Beispiel enthält neben dem hochgelobten Pseudomonas fluorescens auch noch Trichoderma hazianum. In Phytobacter sind verschiedene Stämme des Bakteriums Bacillus subtilis enthalten, die deine Pflanzen stärken und gegen Krankheiten vorbeugen. Und Ecostern enthält nicht nur Azotobacter croococum, sondern auch diverse andere Mikroorganismen, die die Fermentation und Zersetzung im Substrat beschleunigen. Bei der Anwendung nehmt ihr einen Teelöffel dieser Mikrokohle-Mikroben-Mischung pro Quadratmeter Fläche, löst in vorgedünnten Gießwasser und lasst das Wasser kurz stehen und binnen Stunden explodiert die Mikroorganismenpopulation in eurer Gießkanne. Die flüssigen Produkte kann man übrigens auch anders und trotzdem sehr einfach vermehren. In diesem Video habe ich dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung gezeigt. So einfach ist das ganze System. Übrigens, schreibt mal ehrlich in die Kommentare, wer von euch wurde letztes Jahr von der Torfindustrie abgezockt? Wer hat über 200 € für neue Erde ausgegeben, die nach einer Saison wieder hinüber war? Ich wette, mindestens 80% von euch, oder? Und genau das muss aufhören. Lass uns das Ganze nochmal durchgehen. Das Problem, 1,5 Milliarden € für tote Erde,
Die Lösung? Ein 40 Jahre altes System, das auf Wurzelexudaten basiert. Deine Pflanzen investieren 50% ihrer Energie in ihre Wurzeln, nicht um dich zu ärgern, sondern um die besten Mikroorganismenpartner zu finden. Diese Partnerschaft zwischen Gründünger und nützlichen Mikroorganismen liefert perfekt abgestimmte Nährstoffe, bekämpfen Krankheiten und halten deine Erde strukturstabil für die nächste Saison. Die Zwei-Joker-Methode nutzt dieses System, ohne dass du viel dafür tun musst. Joker Nummer 1: Gründünger, Fazele, Hafer, Buchweizen oder Sommerwicke. Je nach Bodentyp und Saison. Sie produzieren gezielt die Wurzelexudate, die deine Mikroorganismen brauchen. Joker Nummer 2: Mikroorganismen. Mycofriend für Universalschutz, Ecostern für Fermentation und Phytobacter gegen Krankheiten. Wenige Cent pro Anwendung, das verstehe ich unter günstig. Das Ergebnis: nie wieder neue Erde kaufen. Stattdessen nur die paar Cent für ein neues System ausgeben, das Jahr für Jahr besser wird. Ich weiß, für jemanden, der über Gründünger und Mikroorganismen zum ersten Mal hört, für ihn kann das alles sehr kompliziert erscheinen. Temperaturen beachten, relevante Mikroorganismen suchen und mischen, besten Aussatzzeitpunkt für Gründünger beachten. Für sowas haben wir heutzutage wirklich keine Zeit mehr. Genau deshalb entwickle ich gerade den Grüni-Assistent. Ein digitaler Coach, der dir sagt, heute zum Beispiel 50 Grad Bodentemperatur, perfekt für die Aussaat von Gründünger. Oder deine Fazele ist in der optimalen Wurzelexudatphase jetzt der beste Zeitpunkt für sie, mit Pseudomonas fluorescens zu impfen. Ich stehe noch am Anfang der Entwicklung, aber für die ersten 500 Interessenten auf der Grüni-Warteliste gibt es einen lebenslangen Rabatt von 50%. Warum? Weil ihr die Pioniere seid. Ihr testet das System, das Hunderttausende nach euch hoffentlich nutzen werden. Aber hier ist die entscheidende Frage. Wer will endlich frei sein von dieser Abhängigkeit? Schreibt torffrei, wenn ihr den Mut habt, die Torfindustrie zu boykottieren. Mal sehen, wie viele echte Rebellen dieses Video anschauen werden. Die ersten 1000 Kommentare von euch, von solchen Rebellen, die das Video auch noch mit ihren Freunden teilen, bekommen mein geheimes Mikroorganismen vermehren Insider-PDF. Aber stell dir nur für eine Sekunde vor, eine ganze Million Menschen würde dieses Video anschauen und die Zwei-Joker-Methode jedes Jahr nutzen. 1 Million Menschen, die keine tote Erde mehr kaufen, sondern mit lebendigen Mikroorganismen arbeiten. Das wären 1,5 Milliarden Euro, die nicht mehr für die Torfindustrie ausgegeben werden. Das wären Millionen von Kubikmetern Torf, die in den Mooren bleiben, dem wichtigsten CO2-Speicher unseres Planeten. Das wären 1 Million Gärten, die Jahr für Jahr gesünder werden, statt jedes Jahr bei Null zu starten. Gärtnern, die Biodiversität fördern, statt sie zu zerstören. Deshalb habe ich die ein Bio-Mission ins Leben gerufen. Ich will 1 Million Menschen erreichen und ihnen zeigen, wie umweltfreundlich Gärtnern im Einklang mit der Natur funktioniert. Du willst Teil dieser Bewegung werden? Dann brauche ich deine Hilfe. Erstens, probier das System aus. Such dir eine Ecke in deinem Garten und teste die Zwei-Joker-Methode. Dokumentiere das Ergebnis. Zeig auf Instagram anderen, dass es funktioniert und verlinke meinen Account, damit sie sich noch mehr Tipps holen können. Zweitens, teile dein Wissen. Deine kostenlose Gründüngertabelle ist in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Gib sie weiter, sprich mit Nachbarn, Familie, Freunden, erkläre ihnen das Wurzelexudatsystem. Und drittens, bleib dran, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, kommentiere deine Erfahrungen, deine Fragen und Erfolge helfen anderen dabei, das System zu verstehen. Und viertens, hab Geduld. Mikroorganismen brauchen Zeit. Wurzelexudate brauchen Zeit. Ein lebendiger Boden entsteht nicht über Nacht. Aber wenn er einmal lebt, dann lebt er für Jahre, für Jahrzehnte, für die nächste Generation.
Deine Erde ist nicht tot. Sie wartet nur darauf, dass du ihr die richtigen Partner vorstellst. Die Zwei-Joker-Methode macht genau das für 36 Cent statt 75 €. Nie wieder neue Erde kaufen. Das ist möglich. Heute mit 40 Jahren alter Wissenschaft. Lass uns anfangen. Bis dann, bleibt's grün. Danke, dass du es dir angetan hast. Mm, mein Kleines. Bist du mein kleines Babyhaar? Ja, der hat ein kaputtes Pfötchen. Das da, hier, spiegelverkehrt, habe ich vergessen. Das lässt sich nicht mehr aus. Naja, also das Gelenk funktioniert nicht mehr so. Sie läuft auf einem Fuß, kann dafür aber ziemlich cool fliegen. Zeig mal, wie du fliegen kannst. Willst du fliegen? Ha? Willst du fliegen? Ja. Bis dann, bleibt grün. Buchenwurzeln, 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 Buchenwurzeln scheiden massiv Danke, dass du es mitmachst. Die Arme, die kann es nicht mehr hören.